Wie näht man ein Sommerkleid? Hi und herzlich willkommen auf dem Stoffmieze YouTube-Kanal. Heute zeige ich euch, wie ihr dieses lockere Kleid hier ganz einfach und ohne Schnittmuster nähen könnt. Falls euch mein Video gefallen sollte, dann freue ich mich riesig über einen Daumen nach oben oder einen netten Kommentar. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, könnt ihr gerne kostenlos den Kanal abonnieren, dann das kleine Glöckchen aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Weitere Videos und Nähanleitungen zum Anschauen und auch Nachmachen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Jetzt aber erstmal viel Spaß bei diesem Video. Ja, zunächst einmal erstellen wir uns das Schnittmuster. Ich zeichne hier alles in einem kleinen Format, da das nicht alles sonst auf die Kamera passt. Genau. Als erstes ziehe ich mir eine waagerechte Linie im rechten Winkel zur Schnittkante des Papiers. Das ist dann sozusagen meine Schulterlinie. Von der Schulterlinie aus tragt ihr die Taillenlinie ab. Die Taille ist die schmalste Stelle an eurem Körper und ihr messt sozusagen vom 7. Halswirbel aus. Das ist der am deutlichsten hervorsticht. Bei mir sind es 40 cm und diese 40 cm trage ich mir von der Schulterlinie nach unten ab. Als nächstes wird die Strecke zwischen den beiden Linien durch 2 geteilt. Also bei mir waren es ja jetzt 40 cm und also mache ich mir eine Markierung bei 20 cm. Dort ziehe ich mir wieder eine waagerechte Linie zur Schnittkante des Papiers und das ist bei mir dann die Armausschnitt bzw. Brustlinie. Die Strecke zwischen Armausschnittlinie und Schulterlinie wird dann auch nochmal durch 2 geteilt. Bei mir sind das hier 10 cm. Diese trage ich mir wieder in einer waagerechten Linie im rechten Winkel zur Schnittkante des Papiers ab. Und das ist dann die Höhe meines Rückenteils. Für den Tunnelzug messe ich mir nochmal 2 cm von der eben gezeichneten Linie nach oben ab. Genau, und dann zeichne ich hier auch gleich noch das Vorderteil ein. Und zwar haben wir ja vorne in der Regel ein bisschen mehr Volumen durch die Brust. Und für das Vorderteil gehe ich insgesamt von der eben gezeichneten Linie 5 cm nach oben. Hier sind die 2 cm für den Tunnelzug dann auch schon enthalten. Anschließend wird von der Taille bis zur Hüfte gemessen. Das ist die stärkste Stelle an eurem Popo. Und genau, das sind bei mir 20 cm. Diese trage ich mir wieder in einer waagerechten Linie im rechten Winkel zur Schnittkante des Papiers ab. Auf den Linien für das Vorderteil, das Rückteil und auf der Hilfslinie tragt ihr eure halbe Rückenbreite ab. Und zwar messt ihr hier vom Schulterknochen bis zum Schulterknochen. Genau, und teilt das Ganze halt durch 2. Bei mir sind das hier 18 cm. Diese 18 cm trage ich mir auf allen 3 Linien ab und verbinde die Punkte dann in einer senkrechten Linie. Auf der Armausschnittlinie tragt ihr euren Brustumfang ab. Das sind bei mir hier 90 cm. Das Ganze teile ich durch 4 und gebe 2,5 cm für die Bewegungsfreiheit hinzu. Und das macht bei mir hier 25 cm, die ich mir abtrage. Für die Taille habe ich das gleiche Maß verwendet, also trage ich mir hier auch die 25 cm ab und verbinde die beiden Punkte in einer senkrechten Linie. Nach unten hin möchte ich es noch ein wenig lockerer haben und zwar habe ich mir hier erst meine Hüfte ausgemessen, das sind 92 cm, das wieder durch 4 geteilt und dann 9 cm für die Bewegung zugegeben, das sind 32 cm und die trage ich mir hier auch wieder auf der Hüftlinie ab. Anschließend werden die beiden oberen senkrechten Linien in einer Rundung verbunden. Ihr könnt das per Hand machen oder eben mit dem Kurvenlineal. Die beiden Punkte an der Taille und an der Hüfte verbinde ich auch in einer geschwungenen Linie und genau, dann muss die Länge des Rockteils noch abgetragen werden, also meiner soll hier bis zu den Knien ungefähr gehen, das sind von der Taille bis zu den Knien bei mir 50 cm, genau, und diese trage ich mir dann nach unten gerade ab.
Ja, dann ist das Schnittmuster erstmal soweit fertig. Unten muss noch eine Saumzugabe hinzu. Ich verwende hier immer 2 Zentimeter und an den Seiten eine Nahtzugabe von 1 Zentimeter. Genau, der Tunnelzug ist für Vorder- und Rückteil bereits schon berücksichtigt und genau, dann kann das Ganze ausgeschnitten werden. Ähm, genau, die Schulterlinie hier wird nicht mit ausgeschnitten, die diente nur lediglich zur Referenz. Ja, so sollte das dann in etwa aussehen, wenn es fertig ausgeschnitten ist, dann halt nur etwas größer, weil wie gesagt, ich habe das hier in einem kleinen Maßstab gemacht. Genau, und das ist jetzt hier so das Vorderteil. Wenn ihr das Rückteil abpausen wollt, müsst ihr das hier an der Linie einfach einklappen und dann habt ihr sozusagen das Schnittmuster für das Rückteil. Für das Projekt habe ich einen schön fließenden Viskosestoff verwendet. Meiner hat hier eine Breite von 1,40 und eine Länge von 1 Meter. Nach dem Ausschneiden solltet ihr dann ein Rückteil und ein Vorderteil vorliegen haben. Was ich jetzt hier bereits gemacht habe, ist bei beiden Teilen alles ringsherum versäubert, da wir hier einen Stoff haben, der ausfranst. Genau, und das habe ich mit meiner Overlock gemacht. Genau, was ihr außerdem noch benötigt, sind Bänder für den Tunnelzug. Und zwar habe ich hier eine Länge von ca. 1 Meter und eine Höhe von 4,5 cm zugeschnitten. Zunächst einmal werden beide Teile rechts auf rechts aufeinander gelegt, dann mit Klammern fixiert und dann nähe ich hier mit einem Gradstich genau entlang. Und das gleiche mache ich natürlich auch auf der anderen Seite. Als nächstes werden die Bänder zusammengenäht. Diese habe ich mir hier auch rechts auf rechts zusammengelegt und geklammert. Und zwar nähen wir hier auch mit einem Gradstich entlang und lassen hierbei eine Seite offen, damit wir die später dann wenden können. Und beim anderen funktioniert das wieder ganz analog. So, zwischendrin dann nicht vergessen, die Nahtzugaben auseinander zu bügeln und dann kann es mit den Armausschnitten weitergehen. Und zwar klappe ich die mir hier 1 cm nach innen und stecke die erstmal fest. So, am Armausschnitt ist nun alles nach innen gesteckt. Und zwar gehe ich jetzt hier von der linken Seite mit der Nähmaschine rüber und steppe das Ganze einmal mit einem Gradstich ab. Des Weiteren habe ich mir meine Bänder ja schon zusammengenäht. Hier schneide ich die Nahtzugabe zurück, und zwar mit der Zickzackschere, dann ist das gleich ein wenig versäubert, außer natürlich an der Wendeöffnung. Genau, an der Wendeöffnung stülpe ich mir den Stoff etwas nach innen und nähe hier drüber. Als nächstes wird dann der Tunnel genäht. Hier habe ich ja für Vorder- und Rückteil 2 cm abgemessen gehabt. Diese 2 cm schlage ich mir jetzt nach innen. Genau, und stecke das Ganze erst einmal fest. So, der Tunnelzug ist nun festgesteckt und diesen nähe ich jetzt von der linken Seite ganz kantig an. Des Weiteren habe ich unten am Saum, also ich hatte ja 2 cm Saumzugabe zugegeben, diesen habe ich mir auch bereits umgeschlagen und nähe hier von der rechten Seite mit einer Zwillingsnadel. Ja, wenn dann alles genäht ist, wird alles auch noch einmal glatt gebügelt und genau, dann können die Bänder eingezogen werden. Ich verwende hier eine Sicherheitsnadel und ziehe das Ganze dann durch. So, dann ist das Kleid auch schon fertig. Es ist super leicht und luftig und ideal für die wärmeren Tage, die jetzt bald noch kommen. Und zudem ist es in kurzer Zeit genäht. Dann hoffe ich, dass euch mein Video gefallen hat. Falls ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da oder einen netten Kommentar. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben.
Dann bis zum nächsten Video. Eure Stoffmieze.